Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 Modded. Wir haben letzte Folge hier einmal endlich das Haus der Cabots entdeckt und schon mal die erste Quest für die erledigt, nämlich bei dem Asylum. Bei den ganzen Gunnern. Hier oben. Beziehungsweise hier bei der Creamery. Parsons Creamery. Ein Paket zurückgeholt, das von einem Kurier gestohlen wurde. Von Raidern. Und das bringen wir denen jetzt zurück. Hoffentlich schalten wir damit den nächsten Teil des Gebäudes frei, denn dann wird da der Loot, wird quetscht an die Kisten kommen können, wo ein Haufen Waffen sind. Also eine Kiste mit einem Haufen Waffen. Ach, wunderbar! What else is Edward for if not to keep the family safe? I'd be happy to send someone to look for her, ma'am. It's not a... Mother, Edward has better things to do than sending someone out to find Imogene. Again. Imogene is out there somewhere, maybe even lying dead in a ditch, and you don't even care. I'm not going to have Edward drop everything just because Imogene decided to take a lover again. Jack, how dare you speak so disrespectfully about your sister? Ja, was ich sagen wollte ist, die Imogene, über die sie da gerade reden. Ne? Ihr erinnert euch doch an den einen Spot, wo wir uns schon mehrmals hin teleportiert haben, hier unten ans Amphitheater. Entschuldigung. Wo halt die ganzen Leute um das große Lagerfeuer rumgesessen haben und so. Das ist ein Kult da. Habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Und da ist die Imogene beigetreten im Prinzip. Jetzt wollen die nicht mehr weglassen. Klar. Die wollen hier Leute anwerben und die dann also wenn es nötig ist, gezwungenermaßen behalten. Also mit Gewalt bei sich behalten. Haben sie eingesperrt und die soll ich dann da rausholen. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, dass das ist. Weil ich meine eigentlich, dass von dem ich gerade rede, der Quest ist, die ich eigentlich in der Bar von irgendeinem random Charakter krieg. Von irgendeinem random NPC. Ja. Wir werden es sehen. Wenn es das ist, dann passt es ja schon. So did you find out what happened to the courier? Happening to Imogene right now. Hardly worth my time. Just a few raiders who ambushed him. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum he was carrying? Did you get any of it back? Oh, Grand didn't find any. There was only this one vial left. Oh, good. I was afraid we wouldn't get any of it back. Here's your pay for the job. I'm throwing in a little bonus for bringing back the serum. That was good work. Now, as far as what's next. Oh, hell. I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. She's a grown woman. She's perfectly capable. Und den nächsten Charisma-Shot. Ah, das ist noch Stil. Später werde ich hier alles nehmen können, was ich will. Warte mal. Was war hier? I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogene. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? You shouldn't indulge her, Edward. It just makes her more impossible to deal with next time. Just doing my job. Speaking of which, here's all we got back of the last delivery from Parsons. Raiders got the rest of it, I'm sorry to say. Ah, good. Finally. This will help settle Mother down. Imogene is Jack's sister. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Then I send somebody to bring her home. Great. The sister's even crazier than Jack. She's not crazy. She just wants the world to be a different place than it really is. I don't know where she's gone, but I can give you a place to start. She's been spending a lot of time in Good Neighbor, at the jazz club there, the third rail. Somebody there must know something. She's not known for keeping her mouth shut. I'm off to find the loony sister then.
Dass der noch sauer auf mich ist. Only opens with a key. Ja, das ist das, was ich meine. Da müssen wir die Quest jetzt noch erledigen und dann dürfte hier der Schlüssel kriegen. Ansonsten muss ich die letzte Quest von ihm erledigen. Und da ist eigentlich das, wo ich mich gerne umentscheiden würde. Weil da habe ich die Wahl, entweder den netten Herr Cabot zu nehmen oder jemand anderen, der weniger nett ist. Und dann will ich den nehmen, der so weniger nett ist, weil der mir dann ein gutes Angebot macht. Weil ich bin ja ein Drecksack in dem Playthrough. Sieht man ja dann schon an Antworten. Normalerweise wäre ich ja super nett zu den ganzen. Ich dachte ganz kurz, es wäre ein Schrei in der Todeskralle und habe mir Herzinfarkt bekommen. Ganz ernsthaft. Fick dich. Du scheiß Sentrybot. Oh. Wenn ich hier die ganzen Marker auf der Karte sehe, ich würde aber am liebsten zu allem hinrennen, aber naja. Ja, ich zumindest nach dem einen suchen kann. Boston Bugle. Mass Fusion ist auch später ein Riesenpunkt in der Story. Oh nein. Ach du Scheiße, wo hab ich mich da jetzt rein? Renn doch. Ja, ich bin tot. Oh, gut, dass ich das weiß und gut, dass das Ding nicht hochgegangen ist, sonst. Ja. Wer ist das jetzt? Kann man so Hand. Dann nehmen wir wieder Autopistole. Brauche ich nicht. Die Leiche von gerade eben hat Bumm gemacht und ist irgendwo hingeflogen. In diese Richtung. Bumm gemacht und ist irgendwo in diese Richtung hingeflogen, aber irgendwie nicht mehr da. Die Spawn im Wasser ist er auch nicht. Auf den liegt sie auch nicht. Hier hinter ist er auch nicht geflogen. Naja, was soll's. Ah, nur langsam wird's echt kritisch. Auf die hab ich keinen Bock. Die hat mir schlicht und ergreifend zu viel aus. Und so geile Waffen haben sie nicht. Was ist das? Good Neighbor! Yes! Endlich! Das ist meine Stadt. Voll mit schmierigen und dreckigen Leuten. So, guck, da, so soll sie später aussehen. Mit der Knarre auch so. Naja, nicht unbedingt so gleich, aber schon ungefähr so. Hey, Und der. hold up there. First time in Good Neighbor? You can't go walking around without insurance. You better back off, or you're the one who's gonna need insurance. What was that? I couldn't hear over the sound of all that pathetic. You hand over everything you got in them pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Whoa, time out. Someone steps through the gate the first time they're a guest. You lay off that extortion crap. Tja. Das juckte tatsächlich nicht so sehr.
Hey there. I like you already. Walk into a new place, make a show of dominance. Nice. Good neighbors of the people, for the people. Genau Feel deswegen. me? Everyone's welcome. Of the people, for the people? Brother. I can tell I'm gonna like you already. Just consider this town your home away from home. So long as you remember who's in charge. Hancock. Ja, nee, ich bleib nett zu denen, denn ich will nicht gegen jeden hier fighten müssen. Vor allem nicht gegen sie hier. Well, hello. Everything here is guaranteed. Sure. Sure. Let's take a look. Purchase of a ride. Uh-huh. Ich kann mir beim Cabot House theoretisch einfach eine neue klauen, von daher. Ja, rüber mal zu Clio. Mein Junk. Pre-War Money. Dann gib mir mal den Fatman wieder. Station Grenade. Also ich erinnere mich, dass Cleo eigentlich stärkeren Stuff hatte. 308er, nee, die brauche ich schon selber. Schufeln brauche ich auch selber, Munition brauche ich auch selber. Rapid Submachine Gun. Ne. Party Starter, das 50% mal Damage against Humans. Lohnt sich nicht. Was? Recoil, Compensated, Armor Piercing, Automatic. Gut, 12 Schaden, aber stärker wird's ja nicht. Was ist das? Sighted Heavy Combat Shotgun. Die hat ein Trommelmagazin, tatsächlich finde ich das sehr ansprechend. Incendiary, oh. Automatic Laser Rifle, da kann man noch guten Stuff mit craften, theoretisch. Und das ist vor allem geil, ein Super Sledge. Das Teil macht böse viel Schaden. Ich will mir nicht zu viel holen. Cleo. Every weapon you see here could be the Right. Sure. Let's take a look. a gun for Tja. So macht man halt Business. Einfach den Händlern das klauen, was sie gerade hinter der Theke haben und dann ja. Ich feiere das einfach. Daisy, bei der gibt's einfach nur Supplies und sowas alles. Ja. Jetzt mir eigentlich scheißegal sein.
Aber zeig mal, jetzt wo ich hier einen Haufen neuen Kram hab. Favorisieren. Favorisiere schon das. Ich glaube, statt einem Raketenwerfer war eine gute Idee. Und den auf jeden Fall hier rüben packen, weil, ey, das Ding 86 Schaden, das ist halt massig. Das Teil ist wirklich stark. Aber noch geilen Stuff drauf. Ja, das ist es hier mitten in der Bahn nachfragen. Tatsächlich. Ach komm, ich frage schon mal nach, bevor ich jetzt nochmal weggehe. Dann teleportiere ich mich aber erstmal, wenn ich hier fertig bin, zu nach Hause, um ja. Hancock says newcomers are welcome in the third rail. Go on in. Ja, das ist mit der Bar. What? Another one of you mercs looking for McCready? He's in the back room. God, I love this song. Zu McCready. Oi, we got beer. If you ain't buying beer, you ain't buying. Don't need anything today. Not like you could handle it. Hey. Ever been to Kill or Be Killed? Can't say I'm surprised to find you in a dump like this, McCready. I was wondering how long it would take your bloodhounds to track me down, Winlock. It's been almost 3 months. Don't tell me you're getting rusty. Should we take this outside? It ain't like that. I'm just here to deliver a message. In case you forgot, I left the Gunners for good. Yeah, I heard. But you're still taking jobs in the Commonwealth. That isn't going to work for us. I don't take orders from you. Not anymore. So why don't you take your girlfriend and walk out of here while you still can? What? Winlock, tell me we don't have to listen to this shit. Listen up, McCready. The only reason we haven't filled your body full of bullets is that we don't want a war with Good Neighbor. See, we respect other people's boundaries. We know how to play the game. It's something you never learned. Glad to have disappointed you. You can play the tough guy all you want. But if we hear you're still operating inside Gunner territory, all bets are off. You got that? You finished? Yeah. We're finished. Come on, Barnes. Ah ja. Look, pal. If you're preaching about the atom or looking for a friend, you've got the wrong guy. If you need a hired gun, then maybe we can talk. From what I just heard, that might be a bad idea. Don't tell me you're siding with those idiots. Look, if you got the caps, I'm not gonna let you down. I used to run with the Gunners, for God's sake. Extra baggage like that can get you killed. Look, I need the money, and I'm not about to let Winlock and Barnes scare a client away. You have nothing to worry about. Those two are weaker than a housefly. They're about half as smart. Now what about you? How do I know I won't end up with a bullet in my back? You don't. That's part of the risk, right? Can't argue with that. I'll tell you what. Price is 250 caps. Up front. There's no room for bargaining. What do you say? No way. I don't trust you. Sticks and stones, pal. You change your mind, you know where to find me. Greedy brauche ich nicht. Stay free, man. That's right, good neighbor. I'm the one you're looking for. We'll be right back after a short break. Hey, Charlie. Paying customers only. Yo. Do you know Imogene Cabot? Name rings a bell. Kind of balmy. Haven't seen her in a while, though. Try Magnolia.
She likes to make friends with people. She might know more about this missing bird. Excuse me, miss? Hmm? What's the matter, handsome? Don't tell me you didn't like the song. I just wanted to talk to you. Well, I thought that's what we were doing. Now, there's something special about you, isn't there? Don't tell me. Ausrüstung? Let me guess. Ah, it's your hands. They move even when you aren't thinking, right? Quick on the draw. So what brings a man... Cool, genau das wollte ich gerade sagen. Oh, I woke up here. Just me, my underwear, and regret. That sounds like the beginning of a great song. I think you and I are gonna get along. So it's my turn to answer questions, right? What can I do for you? Do you know Imogene Cabot? Imogene? Sure. I know her. I haven't seen her in a while, though. Were you a friend of hers? That's not important. Just tell me where she is. She's not a friend of mine, honey. Just someone who stops into the club from time to time. Now, if you'll excuse me. Yeah? Magnolia. Something I can do for you, handsome? Do you know Imogene Cabot? That depends on why. It's none of your damn business. Well then, I guess I can't help you. Smell that? Hey, Magnolia. Freedom. Hello again. Something I can do for you? Do you know Imogene Cabot? That depends. Her family's worried that something's happened to her. Well, I'm glad somebody's looking out for her. She seems like a body who's looking after. I just need to know where she is. There was this preacher fella who used to come in here all the time. One of the slick ones. Always going on about remaking your life and so on. Most of the customers wouldn't give him the time of day, but Imogene, she latched on to him for some reason. I don't suppose it hurt that he was easy on the eyes. Intense. Some women find that irresistible. Pam, could you come over here a minute? Oh. Is there a problem, Miss Magnolia? No, this fine gentleman here was just looking for Imogene. Do you happen to know where that preacher fella came from? Brother Thomas. Yes, that's right. The one Imogene was always hanging on. Had to throw him out. Wouldn't stop bothering customers with that salvation racket. Kept going on and on about joining him at the back bay. Then he'd shove those stupid flyers in your face. Here, I kept one of them, just in case he didn't pay his bar tab. Well, thanks, honey. You were a big help. Anything for you, miss. I hope Imogene's all right. I didn't much like Ich hätte vielleicht auch einfach probieren können, direkt dahin zu gehen. Ich wusste ja, wo es ist. Yeah. Try taking it from me, bitch. I've got a lot of Fatman ammunition. Enough for a fucking behemoth. Like Spawn. Ja, diese Supermutanten, diese riesigen werden übrigens Behemoths genannt. Let's kick the breeze back. Shoot the fat. Now I know you all are doing your own thing, but I don't want anyone here to forget what matters. Hey, Daisy, glad you could make it. How's my favorite girl doing? Didn't I see you on a date with Morowski the other day? Huh, he wishes. All right, we're getting off track. What was I saying? Oh, that's right. What matters. We freaks gotta stick together. And the best way to stick together is to keep an eye out for what drives us apart. You feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock. Now, what out there in our big, friendly Commonwealth would want to drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman
would want to hurt our peaceful community. The Institute and their sins! That's right. Who said that? Coming up to my office later. You've earned yourself some jet. The Institute. They're the real enemy. Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. I don't know, Hancock. I'd sure love to give McDonough a kick in the ass. Hey, we all know I got my own personal beef with that lardhead. But stay focused. Now, I want everyone to keep the Institute in mind. When someone starts acting funny. When people are doing things they don't normally do. When family starts pushing you away for no reason. We all know who's behind that kind of shit. And the only way to stop it is to stick together. They can't control us if we're not afraid. Now, who's scared of the Institute? Not us. And which town in the Commonwealth should the Institute not fuck with? Good neighbor. And who's in charge of good neighbor? Of the people. For the people. Buddy, I need to be a lot more high or a lot more drunk to be bothered right now. Hat er mich gerade angesprochen? Also ich glaube, das kann ich nicht verzeihen. Nee, aber jetzt mal wirklich, Hancock, deswegen feiere ich Good Neighbor, dass die jetzt einfach nur eine Stadt an, you know, an Haufen Mördern und, ja, einfach nur eine Stadt an Kriminellen. Und genau deswegen liebe ich sie. Warte. Ernsthaft? Das kann der Perk machen? Ah, Junge, dann würde ich halt einfach mit einem direkten Haufen, ja, ist doch gleich. Okay, das habe ich schon. Ziehen. Ah, natürlich ein Supermotor drin. Genau deswegen hasse ich diese Mistviecher. Hallo! Spasti. Hat die Fotze sich gerade meine Power-Rüstung genommen? Das war dumm. Stell dir mal vor, meine jetzige Rüstung mit der noch dazu. Hope you are here to help. Willst du mich verarschen, Madame? Mir gehört die Station hier.
Sonst kannst du dich mal gerade ganz schnell verpissen gehen, ansonsten erschieße ich dich nämlich. Das kannst du nämlich auch einfach machen. Das kannst gar nicht jucken. Du kannst den auch einfach alles wegnehmen, was sie haben. So. Jetzt burns damage improved range. Hab ich die jetzt umsonst gekauft. Crazy? Wow! Was ist denn jetzt los? Seems to be growing well. Ja, weil es ja meins ist. Das war meine Station. Was soll denn das überhaupt hier? Also, jetzt mal ganz ernsthaft. And talk to the people of Red Rocket. Hi. We did it! I was afraid we were making a mistake trying to stand up to those bastards. But you came through for us. Das ist halt meine Station. Meine Base und trotzdem kriege ich Kohle dafür, das ist... Nice. Reicht es auch erstmal mit dem ganzen, ihr wisst schon, mit dem ganzen radioaktiven Scheiß. Einmal weg damit. Ja. Oh. Und genau das ist das, was ich hasse. Wenn das Spieler entscheidet, das Ding dann umzustellen, weil... Oder beziehungsweise ein NPC sich entscheidet, das Ding umzustellen. Hard Quick Eject Magazine. Ja, gut, dann. Armor Piercing Automatic Receiver.
Geht schon mal nicht besser. Für mich zumindest. Sledgehammer? Energy damage. It's electrical damage and chance to stun. Ja, ich brauche dringend Gunnut. Ich will nämlich einen Fullstock haben. Gut. Dann zurück zu Cabot, würde ich sagen. Let's go. So Angriffe bekommen von Zeit zu Zeit. Ich habe auf meinen anderen Charakteren hier schon... habe ich die komplette Rocket zugebaut. Habe ich zu einer einzigen fetten Festung überall mit Geschützen und Scheinwerfer und sowas gebaut. Also da habe ich sogar die maximale... hier... Wie nennt man es noch gleich? Die maximale Anzahl an Dingen, die ich bauen kann, schon hier in dem Bereich übertrieben. Excuse me. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around here. Tell me something. You ever feel like this whole world is broken? Do you ever wonder why things can't be the way they were in the good old days? I don't have time for this. You should make time for something this important, neighbor. Something that could change your life, and maybe the whole Commonwealth. We call ourselves the Pillars of the Community. We're a pretty new movement, so you may not have heard of us. But we're growing fast all across the Commonwealth, and you can be part of this exciting future. Step right this way, and I'll be happy to tell you all about our movement and how you can be a part of it. I'm looking for Imogene Cabot. Oh, I'm sorry, but Imogene is indisposed right now. She's not seeing visitors. I'm not leaving without seeing her. You can't see her. She, can't come out of her room right now. Not that it's any of your business, but she and I are just having a little relationship trouble. You know how it is. She's not seeing anybody until she cools off. Ich will das mit Fretten hinkriegen. I'm going to see her, one way or another. Bitte, bitte, komm schon. You picked the wrong guy. Schade. Ich hätte es gerne hingekriegt, dann lade ich mal schnell den Save. Weil ich würde das gerne mit Fretten hinkriegen. Also so ein paar Sachen würde ich gerne einfach wissen, wie es geht, und da braucht man halt... Naja. Wie gesagt, ja. Ich brauche halt das Charisma dazu. Hat man das nicht, dann klappt das halt auch nicht. Deswegen bin ich konstant am Charisma leveln, weil ich alles gewinnen möchte. Ich möchte jede einzelne so eine Sache möchte ich einfach gewinnen können. Also gewinnen können, möchte ich schaffen können. Wow. You went right to throwing your weight around. I thought we were friends. If you want to see her so bad, don't let me stand in your way. Here, I'll unlock the door for you. You should talk to Brother Thomas about how to join our movement. Kollege erschießt sich gleich also als Maul. Der Kollege denkt nicht, dass die Knarre, die ich in der Hand habe, alles ist. Ich habe was ganz Böses noch. Hier drin habe ich schon geklaut, ne? Der hat meine Kaffeemaschine? Ob die noch funktioniert? She's all yours, neighbor. We don't have anything to talk about.
Don't tell me. Jack sent you. My job is to bring you home, so let's go. I don't take orders from the hired help. You could be a little more grateful to the person who's rescuing you. Hardly. I have things under control. But since you've gone to all this trouble, I may as well leave now. I was bored with Thomas anyway. He seemed so interesting at first. But after we got here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Your boyfriend Thomas was a real charmer. I was done with him. And he shouldn't have locked me in here. Oh, I'm not going with you. You can tell Mother I'll be along home before too long. I just need a drink first. Ist es unnormal, wenn ich die am liebsten einfach auf mein Bajonett spießen würde? Arrogantes Miststück. Ohne Witz, ich würde sie gerne grün und blau schlagen und einfach an den Haaren ins Haus zurückschleifen. Ich meine das ernst. Wenn sie fragen würden, was die Scheiße soll, würde ich gerade sagen, hey, sie wird frech. Und ganz ernsthaft, irgendwer muss ihr Manieren beibringen. Und wenn es durch Reden nicht geht, dann halt durch Gewalt. Da. This is maddening. Ja, da muss ich denen wohl erst helfen. Oh my God, it's happening. Edward, switch over to the Hartley modulator. Do you copy? No. How's this? Oh, that's done it. Edward, what's going on there? We're under attack. They're inside the building. Inside? Can you keep them out of the basement? I'm trying, Jack. I've never seen raiders that... For God's sake, Sammy, the doorway, right there. Sorry. Things are a little busy around here right now. Listen, if they're inside the building, you have to go to the office and shut down the elevator. You can't risk them getting to Lorenzo. Got it. Office. Elevator. You better round up whoever you can and get... Okay. Hello? Edward? Sieht so aus, als soll müssten mir gleich helfen. Edward! There's no signal at all. I've lost him. What's happening, Jack? If these people are inside Parsons, if they free him... Don't worry, I'll handle it. I always knew it would end this way. I never should have allowed you to lock up Lorenzo in that place. That isn't helping, Mother. And as I recall, using the serum was your idea, not mine. So what are you going to do? I said I'll handle it. I'm thinking. Oh. What do you want? What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. It's strange. The guards have held off raiders before without any trouble. I don't know what's gone wrong this time. I found Imogene. She's fine. Oh, yes, good. At least one small comfort on this terrible day. You'll be wanting to be paid, of course. Edward usually handles these things. Caps is what you use for currency, isn't that right? Here, I hope that's the right amount. Now, we really need to focus on the current emergency. How can you be so callous about your sister's safety? I wonder if these could be the same raiders that stole that last shipment. If some of them had used the undiluted serum, it could explain their unusual success against Edward's men. I'm getting used to not knowing what's going on. I'm sorry if you feel that I've been keeping you in the dark. The serum that the raiders stole confers Dieses a Schnippische host of gefällt mir bei ihm. benefits. The main one being to halt Sollte aging. durchgehend so einen Ton haben. My family and I are all over 400 years old, but it also confers other side effects, especially in the undiluted form that the raiders stole. I've heard enough of your crazy bullshit. Then just do what you're being paid to do. Before we go, I need you to understand something. When we get to Parsons, you need to do exactly what I tell you. Nothing more, nothing less. Is that clear?
Got it. Good. Make sure you have whatever you'll need for a serious battle. I'll wait for you outside. Jack, be careful. And try not to hurt him. I love Father at least as much as you do. But you know as well as I do. Und jetzt darf ich alles nehmen, was ich haben will. Don't let it come to that, please. I'll do my best, Mother. And if Imogene finally comes home, for God's sake, don't let her leave again until I get back. Now, I really do have to go. Es ist schön, ja, das nehmen zu können, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Deswegen mag ich auch Cabot's Haus, weil du hier halt so viele Supplies bekommst. Ah, und jetzt darf ich den ganzen... Oh, Mini-Nuke ist schon wieder respawned. Ich liebe es. Kaliber 50? Oh, nice. Das heißt... Hier könnte eine Dings sein. Won't be able to pick this. Eine Waffe, die ich durch einen Mod hinzugefügt habe. Eine Anti-Material Rifle. Kurz gesagt, das, was damals, was früher im Weltkrieg dazu benutzt wurde, um durch Panzer zu schießen. Und mit durch meine ich durch Panzer zu schießen. Ah, excellent. Zettergun. Kann ich mittlerweile? Oh mein Gott, ich kann es mittlerweile. Genau das, was ich wollte. Genau hier musste ich rein. Da kann ich jetzt sogar fies sein. Das ist verdammt praktisch. Da kann ich ja jetzt eigentlich, wenn ich will, einfach fies zu denen sein. Und so verraten. Ganz frech. Wenn ich jetzt genau das habe, was ich brauche. Wunderbar. Jetzt der Zugriff zu... Da! Zugriff zu dieser Kiste. Und da ist sie nicht. Was zum Fick? Na toll! Da war früher ein Scharfschützengewehr, so ein Jagdgewehr hier mit so einem Präzisionsgriff. Zumindest Stock drin. Ne? Das, die man gesehen hat, da mit zwei Beinen und so. Die war ja früher drin. Jetzt ist ja anscheinend nur das Ding drin. Was ein Scheiß. Könnte an meinem Level... Entschuldigung, an meinem Level liegen. Ist jedenfalls sehr ungünstig. Nice. Halt. Pre-Lamp. Kannst den Schrott immer noch mitnehmen. Oh Mann, hier waren immer so 4 oder 5 Bobbypins drin. Ja, Master, ne. Ah, hier ist noch ein Bobbypin. Na dann. Helfen wir mal, Cabot. Ich bin ja soweit jetzt ready. Für... Naja.
Plus 5 Charisma. Harder 10% better for 8 minutes. Yes. Halt, da ist noch eine Lampe. Gut, dann kannst du entweder sagen, ich gehe dahin oder ich gehe erst nochmal zurück und lade mir den ganzen Kram ab, was ich auf jeden Fall tun werde. Warum fehlt mir da mal... You cannot fast travel to this location. Warum? Achso, weil ich hier im Gebäude drin bin. Macht Sinn. Ja. Ich glaube, ich mache doch als nächste Intelligenz erstmal hoch, damit ich zumindest Gunnut bekomme. Also ich glaube, das mache ich wenigstens, weil ich brauche den Perk langsam dringend. Ich muss langsam meine Waffen upgraden können. Und dann werde ich erstmal alles mögliche, was geht, in Gunnut reinhauen, damit ich da zumindest ein bisschen höher komme und meine Waffen etwas verbessern kann. Ready? Let's go. You should know what we're going to be dealing with. My father is confined in Parsons. For his own safety and everyone else's. He became dangerously unstable after handling an ancient artifact he found in Arabia. I've spent my life trying to figure out how to cure him. Da ist sie! Die USS Constitution. Man kann sogar geilerweise, wenn man auf dem Schiff oben drauf ist, die gesamten die Breitseitenkanonen abfeuern. Hier vorne sind ein Haufen Raider und dann deckt das hier den kompletten Bereich ein. Oh, mal hier sind mal keine Raider. Das war wahrscheinlich gerade der Captain, der geschossen hat. Oh, Bunker Hill! Das ist das, wo ich Edward auch... All my attempts have failed. It's fused too tightly with his nervous system. Aber was er gerade gesagt hat, er wollte das Artefakt von seinem Vater trennen, nur das hat sich zu sehr mit seinem Nervensystem verschmolzen. Deswegen, ja. Und hier Bunker Hills ist so eine Siedlung wieder, so ein, also Bazar im Prinzip. Und da kann man auch Edward treffen, der einen dann hier sagt, man soll zu Cabot Queen. Und so kommt man schneller ins Haus. But I assure you that if I had the chance, I would gladly give it all up to have my father back. Oh, hier kriegen sie schon die Kampfgewehre. Ein bisschen Ironside helfen schon mal. Ja, ist doof, dass ich jetzt die ganze Zeit von dem weggehe, aber... Ja, an die Brücke, an die erinnere ich mich noch. Normal ist es jetzt halt Nacht. Warte doch mal, Cabot. Wir wollen doch noch reden, du Assi. Chill doch mal deine Eier. Ich glaube, wenn wir dann da angekommen sind, würde ich dann auch mal die Folge beenden. Also,
wird langsam Zeit. Dann sammle ich dann noch eine schöne Waffe auf, die wir direkt zum Anfang mittlerweile bekommen. Achso, das sind keine Feinde. Dann ist es in Ordnung. Dann lasse ich euch doch mal ablebe. Ah, eine Polizeistation. Oh, scheiße, scheiße. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Autos machen Bumm. Großes Bumm. 556er ist das man für die Minigun verwendet. Wenn man sich so überlegt, dass 556 einfach das Minigun hier verschießt. Aber lächerlich. Klar, ich könnte mich einfach straight dahin teleportieren zu dem Asylum und dann einfach auf Cabot warten, aber ey. Da hat der normal, hat sich ja eigentlich die ganze Zeit doch palabert gehabt. Jetzt ist das halt nicht mehr möglich. Oh, wunderbar, hier ist ein Mr. Gutsy. Mr. Gutsy sind immer verdammt stark. Oh mein Gott, das sieht man, wie stark so ein Mr. Gutsy sein kann. Na, Level Up hat mich ja ein bisschen revived. Schön. Das war mir nicht bewusst. Wisst ihr, was aber gut daran ist? Da er jetzt nicht mehr redet, macht es einfach so, ich schnapp mir die Power-Rüstung, teleportiere mich einmal zurück zur Red Rocket-Raststelle und platziert dann die Power-Rüstung beide. Das ist ein wichtiger Teil der Power, ein sehr wichtiger Teil. Das sind gute Rüstungsteile. Na, weil ich keinen Dings anhab. Was hat er denn gerade getötet? Bloodbugs, oder? Ja. Tja, tut mir leid, Cabot, aber ich bin mal ganz kurz bei der Red Rocket. Vor allem, weil die Folge gleich endet. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, höre ich dann jetzt erstmal auf und spare mir diese Mission für die nächste Folge. Ist, glaube ich, ein guter Deal. Weil es nichts mit die zu tun hat. Ah, ich bin überlastet, weil ich die ganze Rüstung runter habe.